Super, dann steigen wir ein. Also, technisch wäre es möglich, das Ganze heute hier als virtuellen Vortrag eigentlich auch nicht durch mich, durch einen gefakten Roman zu halten. Aber das ist es natürlich nicht. Ich bin hier live im Stream drin, möchte aber auch erklären, was gerade durch das Thema KI für das Engineering und auch für die Prozesse vor allem passiert. Und da will ich ein bisschen zurückblicken. Das Thema ist nämlich überhaupt nicht neu. Und eine Publikation, die eigentlich schon relativ bekannt war, also fast schon populärwissenschaftlich, ist schon 5 Jahre alt, im MIT Technology Review. Da wurde das Thema, wie KI, die Art und Weise, wie wir Dinge erfinden, Dinge entwickeln, Dinge Engineering, dass das tatsächlich als der größte Stellhebel identifiziert worden ist in einer kleinen Studie, die aber wenig Beachtung gefunden hat. Bei mir schon, klar, ich leite ein Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik. Das heißt, damit beschäftigen wir uns tagtäglich und ich dachte, jetzt käme der Durchbruch. Der kam nicht. Wenn man so ein Forschungsinstitut leitet, dann will man natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motivieren, was Tolles damit KI zu machen im Engineering. Das Erste, was sie gemacht haben, waren dann sehr viele Modelle von meiner Person zu erstellen. Und deswegen kann ich Ihnen sagen, es wäre technisch ohne Probleme möglich, mich heute hier als gefakte Person auch in einem Vortrag zu machen. Jetzt aber tatsächlich die Sache, die das ganze Thema auch, ich sage mal, in der Breite wirklich in Bewegung gebracht hat, auch in der Berufswelt, gar nicht in der Gesellschaft, da kennen wir das Thema mittlerweile natürlich auch, ist ChatGPT. ChatGPT, die Veröffentlichung durch OpenAI, das war auch mit Absicht so durch OpenAI letztlich gemacht, weil die auch das Problem hatten, dass Leute einfach nicht verstanden haben, wie groß tatsächlich der Hebel ist. Und ich möchte Ihnen einfach in den 30 Minuten meines Impulses tatsächlich die Möglichkeit geben, ja mit auf die Reise zu kommen, die ich in den letzten 2, 3 Jahren auch tatsächlich durch das Thema Generative AI erfolgt habe oder momentan durchgehe, obwohl ich mich seit 15, 20 Jahren mit dem Thema KI und auch mit dem Thema KI im Engineering beschäftige. Aber das Tempo und die Technologien haben einfach eine andere Qualität. Und dass ChatGPT mittlerweile überall von jedem genutzt worden ist, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass da niemand momentan im Publikum sitzt, der es noch nicht genutzt hat. Aber um das nochmal zu veranschaulichen, also ChatGPT hat fast alles in Schatten gestellt, was wir mittlerweile irgendwie an Tools oder Plattformen in den Markt gebracht haben. Also kein Tool hat schneller oder keine Software hat schneller Benutzer generiert. Es gibt nur eins, das weiß ich, es gibt eine andere Statistik, das ist mir rausgelesen. Das Einzige, was wirklich schneller die Anzahl an Nutzer gewonnen hat, ist Pokémon Go. Das hatte, glaube ich, innerhalb von 2,5 Tagen 100 Millionen Nutzer, aber das war wahrscheinlich, weil ganz Japan Pokémon Go an dem Tag runtergeladen hat. Ansonsten hat das schon neue Dimensionen, auch wenn wir so vergleichen mit TikTok oder mit anderen Plattformen. Und das muss uns immer vor Augen gehalten werden, auch wenn Sie momentan ins Internet gehen, dann können Sie ja nachgucken, welche Webseiten werden täglich am meisten genutzt. Da ist ChatGPT wirklich auf dem Weg in die Top 10 aktuell. Und jetzt können sich alle fragen, haben Sie heute oder gestern ChatGPT wirklich aktiv genutzt? Und wenn die Antwort eher Nein ist, dann müssen Sie sich überlegen, welche anderen Milliarden Menschen momentan das vielleicht doch eher nutzen und welche Chancen sich dann vielleicht auch für Länder gibt, die eben jetzt in Bereichen nicht so führend waren, die damit relativ schnell aufschließen können. Darum soll es gehen. Und um nochmal einen wichtigen Punkt zu erklären, weil wir in Deutschland oft diskutieren, wir hätten den Zug verpasst und wir müssten doch eigentlich jetzt nochmal richtig investieren in die Erstellung von sogenannten Sprachmodellen, ja die Grundlage ist, da werde ich gleich dazu was sagen, für Generative AI, dem sei diese 2 Grafiken einmal gezeigt. Das eine zeigt aus dem Stanford Report hier drüben, wie groß die Anzahl, der Anstieg der Patente im Bereich KI ist bis 2022, also 23, 24 ist noch gar nicht ausgewertet. Das wird sicherlich nochmal deutlich höher sein. Und die Grafik ist eigentlich sehr, sehr spannend, auch wenn sie tatsächlich etwas komplex erstmal wirkt. Aber was wir hier sehen, ist eine Gegenüberstellung von 2 Arten von Sprachmodellen. Wir haben hier die roten, die sind hier oben. Da zählt zum Beispiel GPT-4 dazu. Das sind die Modelle, die sind sogenannt Open Source. Aber die Gewichtungen, wie diese Modelle trainiert worden sind, diese Sprachmodelle, die sind nicht öffentlich verfügbar. Sie müssen auch ein bisschen was dafür zahlen, aber das sind ja Peanuts im Prinzip. Im Prinzip geht es darum, dass diese Modelle nicht komplett öffentlich verfügbar sind. Während diese Modelle hier unten, dazu gehört unter anderem auch das Llama 3-Modell jetzt als neuestes von Meta, also von Facebook, vom Facebook-Konzern, was komplett öffentlich ist, mit Gewichtungen. So, und da bin ich der Meinung, diese Modelle können wir doch nutzen und sollten wir auch nutzen, weil wir werden wirklich Jahre und Ressourcen brauchen, um überhaupt die Qualität dieser Sprachmodelle aufzuschließen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man verstehen muss, dass hier die Basistechnologie tatsächlich verfügbar gestellt wird, aber nicht nur uns, sondern auch allen anderen auf dieser Welt gerade. Und dadurch entsteht natürlich eine gewisse Dynamik, dass im Prinzip, wir haben momentan die Möglichkeit, 8 Milliarden KI-Entwickler zu nutzen. So viel haben wir sicherlich nicht,
Aber so wenige sind es auch nicht, wie wir uns momentan das vielleicht überlegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Diese Sprachmodelle, diese Ausgangsbasis, die ist umsonst. Und um nochmal zu sagen, dass wir von den 8 Milliarden aber so weit auch nicht entfernt sind, tatsächlich eine Story aus meinem privaten Leben, dass mein Sohn jetzt als Sohn eines Technikprofessors sicherlich mit dem Thema KI und Robotik eher in Berührung kommt, ist klar. Aber wir waren beide neulich bei uns, wir wohnen in einem kleinen Dorf mit nur 1200 Einwohnern, haben aber einen kleinen Dorfladen und dort mussten wir Brot holen und der hatte immer keine Lust drauf, der ist 9 Jahre alt. Aber da gibt es einen Zeitschriftenständer, wo es eigentlich auch nicht besonders viel zu holen gibt, aber gut, das ist wenigstens besser als Wurst, Brot und Gemüse zu kaufen. Und dann geht er natürlich dorthin, guckt sich die Kinderzeitschriften an und ich sage natürlich dann mal gleich, nee, brauchen wir nicht. Aber diese Zeitschrift, dass tatsächlich diese Zeitschrift mit der Zielgruppe von Kindern in der Grundschule, also 6 bis 10 Jahre, diese Zeitschrift hat einen ausführlichen Artikel drin gehabt, was LLMs, also Sprachmodelle sind, wie ChatGPT funktioniert. Und ich kann Ihnen garantieren, mein Sohn, wir kommen später noch mal ganz kurz dazu, mein Sohn benutzt ChatGPT mittlerweile eigentlich schon fast täglich. Natürlich gucke ich mir das alles immer mit an, aber das ist schon beeindruckend. Diese Generation, die wird es nicht anders kennen. Das ist so, als ob wir unserer Generation das Smartphone oder den Computer wegnehmen würden. Und wie funktioniert das Ganze? Das will ich nur ganz kurz, weil in einer halben Stunde kann ich das nicht ausführlich erklären, aber im Prinzip haben Sie vielleicht das eine oder andere schon gehört. Das sind probabilistische Modelle, die dahinter stehen. Das heißt, Sie haben Unmengen an Daten gelernt und aus diesen Daten können Sie dann die Wahrscheinlichkeit berechnen, wann ja das nächste Wort kommt, die nächste Ausgabe. Es ist nicht nur Wort, wie wir gleich sehen werden, aber jetzt in dem Fall ein Token, ein sogenannter Token. Und wenn jetzt der Input eines Users jetzt zum Beispiel ist, der Lehrer fährt, und dann gibt es natürlich eine Berechnung von Wahrscheinlichkeiten, wahrscheinlich mit dem Auto, Fahrrad oder Bahn zur Schule, dann ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass der Satz dann wahrscheinlich mit Auto ist. Während hingegen, wenn ich die Eingabe habe, der Schüler fährt, dann ist die Wahrscheinlichkeit mit dem Auto nicht besonders hoch, es sei denn, man ist relativ oft sitzen geblieben, sondern dann ist man eher bei Fahrrad, Bus oder Bahn. Und das müssen Sie jetzt vorstellen, in einer unglaublichen Tiefe und auch in einer sehr hohen Komplexität, also viel komplexer, als ich das darstelle. Das ermöglicht diese unglaublich faszinierenden Ausgaben, die besser sind, als wir erwarten und die auch die KI-Forschung nicht im Detail aktuell erklären kann, aber auf dem Weg ist, das auch sicherlich zu erklären, um dann auch die nächsten Schritte zu gehen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und wenn ich über Unmengen von Daten spreche, dann gucken wir uns mal GPT-3 an, das ist von 2020, also noch vor dem ganzen Hype. Dann sehen wir hier mal zum Beispiel, ich finde immer das eine Datenfeld hier mal ganz spannend, wie lange es denn dauern würde, mit einem Computer wohlgemerkt, so ein Sprachmodell aufzubauen und zu trainieren. Das würde 99.990 Jahre dauern mit einem Rechner. Jetzt wissen Sie auch, warum seit gestern oder vorgestern Nvidia nach der Marktkapitalisierung das wertvollste Unternehmen aktuell auf der Welt ist und Microsoft und Apple sogar überholt hat. Weil, wenn momentan Goldgräberstimmung ist, graben die nicht nach Gold, sondern sie verkaufen die Schaufeln. Weil es geht um Rechenpower. Um diese Modelle aufzubauen, geht es um Rechenpower. Aber ich wiederhole, es geht aktuell nicht darum, diese Modelle, diese großen Sprachmodelle in Deutschland aufzubauen. Es geht eher darum, was machen wir mit diesen Sprachmodellen und wie trainieren wir die weiter oder wie nutzen wir die für unsere industriellen Applikationen? Da, wo wir unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken, denn unser KI-Wirtschaftssektor ist nicht besonders groß, aber unser industrieller Sektor, der ist sehr stark und dafür müssen wir diese Technologie nutzen und dafür wird sie eigentlich auch schon bereitgestellt. Und wie funktioniert das? Das ist jetzt die technischste und inhaltlichste und schwierigste Folie vielleicht auch, aber sie ist wichtig. Sie ist mir wirklich wichtig, es ist mir ein persönliches Anliegen, das zu erklären. Weil das, was Sie kennen, wenn Sie ChatGPT nutzen, ist, Sie schreiben Prompts, also Sie schreiben Eingaben. Und wenn Sie natürlich ein tolles Sprachmodell haben, was komplett alles weiß, was Sie in Ihrem Unternehmen machen, was über Materialkennzahlen alles verfügt, dann reicht das. Dann geben Sie Prompts ein, Sie kommunizieren, Sie müssen sogar nicht mehr was eintippen, Sie können damit sprechen, Sie können, wie wir sehen werden, sogar Fotos einladen und kriegen damit Ausgaben. Die Sprachmodelle, über die wir hier sprechen, die großen Foundation-Modelle von Google oder eben von OpenAI, die sind nicht spezialisiert auf das, was Sie in Ihrem beruflichen Kontext tun. Sie sind spezialisiert darauf, Sie wissen natürlich, dass ein Auto 4 Räder hat und dergleichen. Als Land so für ein bisschen, ich sage immer, es ist der beste Praktikant oder beste Praktikantin, die Sie haben können, weil alles, was auf dem Weg bis dahin die Person gelernt hat, hat sie sich gemerkt. So, das heißt, das Prompting, das hat eher den Fokus auf allgemeine Fakten, auf allgemeine Konzepte und wenn Sie damit gemacht haben, merken Sie auch, ja, dann geben Sie so Vorschläge, wie Sie machen müssen. Wenn Sie das jetzt nutzen wollen, dann würden Sie aber im nächsten Schritt so ein Modell nehmen für Ihr Unternehmen oder für Ihr Use Case oder es eventuell Feintunings. Das heißt, Sie trainieren es zusätzlich. Dafür brauchen Sie aber auch teure Hardware.
Dafür brauchen Sie auch Data Scientists, also Spezialisten, die dieses Training machen können und können dann ein unternehmensspezifisches Modell oder ein applikationsspezifisches Modell machen. Ist aufwendig, teuer und hat natürlich auch eine Schwierigkeit, Sie müssen das immer aktuell halten. Also Sie werden zu einem kleinen OpenAI oder zu einem kleinen Google. Ist aber sicherlich etwas, was man machen kann und auch machen sollte zu einem gewissen Maße. Es gibt aber noch eine ganz andere spannende Technologie, die Sie vielleicht auch schon gehört haben. Das sind Retrieval Augmented Generation, das sind sogenannte RAGs. Das müssen Sie sich so vorstellen, Sie haben ein normales Sprachmodell, das nehmen wir mal ChatGPT als Beispiel, also GPT-4, und Sie können jetzt daran Schnittstellen bauen zu Datenbanken und Datenquellen, die Sie in Ihrem Unternehmen haben. Beispiel, in Ihrem Unternehmen speichern Sie die letzten Entwürfe oder zum Beispiel die Servicefälle schon jetzt zentral irgendwo in eine Datenbank ab. Die können Sie verlinken, die kann auch immer wieder jeden Tag aktualisiert werden, neue Sachen kommen rein. Dann kann dieses Sprachmodell trotzdem darauf zugreifen. Und das ist natürlich eine spannende Technologie, weil es viel schneller ist, viel einfacher ist und sich unglaublich gute Use Cases damit machen lassen und Sie eben nicht teuer in Hardware, ein bisschen müssen Sie auch, aber nicht so teuer und vor allem nicht auch so teuer die Daten-Science-Expertise, die wir eben nicht unendlich in Deutschland haben, investieren müssen. Man kann natürlich beides kombinieren, dann kriegen Sie natürlich ein hochspezialisiertes potenzielles Service-System bei sich im Unternehmen und irgendwo in der Kombination, ich weiß es heute auch nicht, wird die Wahrheit liegen, wohin und wie werden wir damit arbeiten, aber dass Sie einmal grundsätzlich verstanden haben, das, was vor diesem Bild kommt, ist ein Sprachmodell, wo ich der Überzeugung bin, da ist der Zug etwas abgefahren, da wird es schwierig aufzuschließen, aber jetzt wird spannend, dieses Bild auszufüllen für Engineering, für die industrielle Wertschöpfung in Deutschland. Ja, was können wir alles so machen? Vielleicht mal ein paar Beispiele. Die meisten haben sich sicherlich damit schon beschäftigt und wissen, dass wir hier über schöpferische KI sprechen, das heißt KI, die Daten generiert, also nicht nur analysiert, sondern sie generiert und dabei verschiedene Modalitäten verarbeiten kann. ChatGPT ist das Typische, Sie geben Text ein, Sie kriegen Text raus, aber Sie können natürlich auch Text zu Bildern verarbeiten. Und da sieht man hier mal so ein Beispiel, wie sich allein in 2022 die Qualität der Bilder mit demselben Prompt, den wir hier sehen, also einfach ein Foto eines futuristischen autonomen Fahrzeugs, wie sich die Qualität verändert hat und auch jetzt noch weiter im letzten Jahr verändert. Sie können aber auch Bilder zu Bilder weiterentwickeln. Das heißt, so ein einfach gekritzeltes Bild in schon eine eher 3D-Visualisierung zu überführen oder Sie können einen Actionheld nehmen wie Bruce Willis und ihn vielleicht noch ein bisschen cooler ausschauen, noch so mein Gesicht drauf reinsetzen. Oder Sie können das Ganze noch weiter treiben und daraus eine ganze Kollektion von Actionfiguren für den Roman machen. Auch das sind Dinge, die können Sie mittlerweile relativ einfach machen. Und das ist ein GenAI-generiertes Foto. Und der Kollege vorhin, dem ich es gezeigt habe, der meinte auch, boah, das sieht so echt aus, das gibt es wahrscheinlich schon. Ich so, nee, wer hat einen Superheld mit bunten Socken? Aber das zeigt tatsächlich, wie gut und leistungsfähig diese Technologien hier tatsächlich schon sind und einsatzfähig sind. Ich war neulich, letztes Jahr bei BMW zu einem kurzen Impulsvortrag, habe ich mal eine neue BMW-Series mitgebracht, in 2 Sekunden einfach tatsächlich visualisiert. Das ist natürlich eine Spielerei, aber gibt natürlich auch Impulse und das ist wirklich nur dieser Prompt, den Sie hier oben sehen. Also Sleek Futuristic Product Photography of a Blue BMW und das ist es schon, ne? Aber ich kann natürlich auch ein existierendes Bild eines BMWs nehmen, das abstrahieren und daraus zum Beispiel eine Veränderung machen und zum Beispiel Anpassungen, Adaptionen mir auch anzugucken und zu sagen, ich möchte von diesem Modell aus weitere Anpassungen machen. Ob man jetzt gelbe Felgen braucht, weiß ich nicht. Aber es gibt diese Möglichkeiten. Und sie funktionieren wirklich sehr, sehr simpel. Anderes Beispiel, was wir hier sehen, wir machen sehr viel auch im Maschinenanlagenbau. Hier unten haben wir als Bild eines Separators. Und wir wollen diesen Separator jetzt als Marketingbild an einem Strand in Hawaii visualisieren. Haben als Input tatsächlich ein Strandbild genommen, dieses Bild des Separators. Hier sieht man auch so ein bisschen die Toolkette dahinter, wie das Ganze funktioniert. Das sieht etwas wild aus, aber um einfach Ihnen auch zu erklären, was passiert denn da eigentlich alles im Hintergrund, sind solche Videos, finde ich immer ganz anschaulich. Und dass das schon mehrere Schritte sind, also die KI zaubert das zwar in der Geschwindigkeit am Ende des Tages so, aber es werden natürlich mehrere Prozesse durchgeführt und wir kriegen am Ende dann, wie Sie gesehen haben, tatsächlich ein doch ganz gutes generiertes Bild eines Separators am Strand. Ich weiß zwar nicht, ob der Käufer eines Separators das jetzt das Setting hat, aber so ein BMW, ein Audi oder ein anderes Fahrzeug, das wird ja vor solchen Szenarien oftmals ja auch beworben. Ja, und dann gibt es auch so verrückte Sachen, auf die ich nicht im Detail eingehen kann, dass Sie solche Bilder auch relativ gut manipulieren können. Also klar, wundern, das macht vielleicht Spaß oder ist erstmal so ansehlich, aber Sie können das Ganze natürlich genauso gut auch für Fahrzeuge machen und diese relativ simpel durch diese Technologien verändern, weil wir müssen verstehen,
alles, was wir an Daten dort digitalisieren können, können diese Technologien einfach unglaublich gut verarbeiten. Also das ist unglaublich leistungsfähig. Ja, ein anderes Beispiel, eigentlich schon sowas wie die Königsdisziplin, sage ich mal, im Engineering selbst, nämlich 3D-Modelle erzeugen. Hier haben wir auch eine ganz einfache Toolkette mal neulich gemacht, wo wir aus einer Fotografie eines Lego-Modells, also wir können Lego-Modelle aufbauen, sie fotografieren und dann können wir sie tatsächlich in 3D-Modelle überführen. Also schrittweise natürlich. Die 3D-Modelle sind noch nicht für die Konstruktion und Design geeignet, aber das ist etwas, was wir in der Woche mal gemacht haben für eine kurze Demo auf einer Messe, um einfach zu zeigen, wie leistungsfähig diese Technologien sind und was jetzt ein Toolanbieter an Millionen nur investieren müsste, an wenigen Millionen, um wahrscheinlich das zu einer Fähigkeit zu machen, wo man zukünftig tatsächlich mit einem Natural User Interface mit Sprache vielleicht designt und nicht, wie ich das noch als Ingenieur gelernt habe, also harte Arbeit, die CAD-Systeme alle erstmal zu bedienen und dann will man sie auch nicht mehr wechseln. All das wird wahrscheinlich in der Zukunft eher anders ausschauen. Es geht aber auch Videos. Auch das ist ein spannendes Thema, dass auch Videos relativ gut generiert werden können. Ich habe hier ein kurzes Video mal mit dabei. Wir hatten ja schon den Actionhelden Roman. Auch das kann man relativ einfach visualisieren in ein kurzes Snippet-Video. Auch das geht mittlerweile unglaublich gut. Und wenn das mit mir geht, dann geht das sicherlich auch mit technischen Gegenständen wie einem Auto als Beispiel. Wir müssen verstehen, dass diese Lösung, die wir momentan haben, zu einer Multimodalität uns führt und diese führt uns irgendwie zu sogenannten, ich nenne es immer zu Superkräften. Das heißt, wir sind in der Lage, eigentlich mit einem Superassistenzsystem zu kommunizieren wir können ihm Code geben, Bild geben, Text geben, Audio geben, 3D-Modelle und wir können das Gleiche auch in jeglicher Form wieder ausbekommen. Das heißt, wir werden zukünftig alle kleine Smartmatic-KI-Assistenten, Co-Pilots, so nennt das Microsoft und der Name ist ja irgendwie eingängig, bekommen, um solche Lösungen in unseren alltäglichen Aufgaben wahrscheinlich auch, nicht nur in der Arbeit, aber auch sicherlich dort vor allem umzusetzen. Und der Wettkampf besteht jetzt meiner Meinung nach genau darum, wer kann als erstes diese Lösung in dem industriellen Einsatz, in den eigenen Prozessen einsetzen, der wird an Wettbewerbsfähigkeit massiv gewinnen, denn sie lösen damit alle Probleme, die wir momentan ja auch gerade haben, die anders verursacht sind, aber Produktivität, Verkürzung der Entwicklungszeiten, neue Innovationen zu finden, Fachkräftemangel, Automatisierung der Prozesse, das ist eigentlich der Schlüssel dorthin. Und was bedeutet das jetzt für unsere Arbeit? Es gibt jetzt so erste News und natürlich auch erste Studien und ich kann das, glaube ich, bezeugen hier. Auch aus meiner Erfahrung, bin ja momentan bei vielen Unternehmen zu dem Thema unterwegs, binden sich von jeglicher Illusion, ChatGPT ist schon längst im Einsatz. Das ist das sicherlich meisten unautorisierte Tool, was eingesetzt wird. Und wenn es autorisiert wird, wie es jetzt bei uns am Institut ist, wird es zum Teil nicht systematisch eingesetzt. Das heißt, das ist natürlich erstmal der Stand und den müssen wir aufnehmen. Die Leute haben eine Neugier, sie wollen ja. Und das muss man positiv sehen und auch damit machen. Und das ist nicht verwunderlich, denn es gibt tatsächlich sehr belastbare Studien hier aus der Harvard Business School als Beispiel, die untersucht haben, wie Beratertätigkeiten, also sie haben Berater mit solchen KI-Lösungen, Berater ohne solche KI-Lösungen ihre Arbeit machen lassen und wenig überraschend sind die Ergebnisse mit KI deutlich besser. Aber was viel spannender ist diese Grafik hier, denn hier haben wir im Vergleich zwei verschiedene Gruppen, nämlich einmal hier die Gruppe von den, sage ich mal, Senior-Beratern, also den Beratern, die wirklich viel Erfahrung haben und hier drüben die Gruppe von Beratern, die vielleicht eher die Junior-Berater sind. Ich sage immer hier 1.000 Euro Tagessatz, 3.000 Euro Tagessatz. Und wenn wir vergleichen die hochkomplexen Aufgaben, das sind diese hellblauen, dann sind Berater mit KI, also Junior-Berater mit KI, nicht viel schlechter als Berater ohne KI. Also 1.000 Euro Tagessatz und 25 Euro für eine ChatGPT-Lizenz ist nicht viel schlechter als der 3.000 Euro Berater an diesen Aufgaben. Und das zeigt uns, es wird nicht ohne gehen. Es geht auch heute meiner Meinung nach schon eigentlich nicht mehr ohne. Wir verlieren hier einfach den Anschluss, wenn wir es nicht tun. Wie sieht jetzt das Engineering der Zukunft aus? Wir haben mal so eine kleine Bildstudie gemacht. Wir arbeiten ja selber mit OEMs an dem Thema und stark zusammen. Ich weiß es nicht, ob das jetzt so ausschaut, dass so das Entwicklungsbüro der Zukunft ausschaut und man so Autos entwickelt. Ich habe da auch meine Zweifel. Ich selber unterrichte ja auch in Informatik. Würde immer noch nahelegen, man sollte noch Programmiersprachen lernen, um einfach auch das zu verstehen. Und wir müssen ja auch das Gehirn irgendwann trainieren. Und als die körperliche Arbeit aufgehört hat, sind wir auch ins Fitnessstudio gegangen und so müssen wir es vielleicht an der Stelle auch sehen. Ohne wird es nicht gehen.
Und wir müssen natürlich auch die Mechanismen verstehen. Aber zu einem gewissen Grade müssen wir uns davon trennen, hinter dem wir uns Ingenieure auch in Deutschland sehr stark versteckt haben, nämlich dass nur wir können das, nur wir beherrschen die Tools und nur wir sind die Experten und wir gehen so in die Tiefe rein. Das wird zu einem gewissen Grad abnehmen und das müssen wir verstehen und das müssen wir auch nutzen, denn momentan haben wir sicherlich noch die Pole Position in Europa und auch gerade im Automotive-Sektor, denn noch können wir von dem, was wir haben an Daten und Erfahrung, viel vergolden, aber die Zeit läuft natürlich gnadenlos auch. Ja, und eins dürfen wir auch nicht vergessen, wir sehen überall immer mehr Wearables. Momentan sind die alle noch nicht besonders gut und es gab immer wieder die Versuche mit Google Glass oder den AI-Pin, den man hier hinter mir sieht, an dem Hoodie dran. Die sind alle noch nicht besonders gut, aber es wird zunehmend die Möglichkeit und auch, das ist das Futter für diese ganzen Systeme bestehen, im Prinzip auch auf dem Arbeitsplatz alles aufzunehmen, alles zu dokumentieren, was man so tut. Ich weiß, ich war auch neulich bei der Betriebsratversammlung von ABB und arbeite sehr viel mit der IG Metall zusammen. Da gehen die Alarmglocken hoch, zu Recht. Man möchte keinen überwachen. Aber die Frage ist, was tun andere Länder, was tut man woanders? Und wenn das der Schlüssel ist, tatsächlich zu automatisieren, dann müssen wir uns schon darüber Gedanken machen. Und man muss es auch gezielt machen. Und ich sehe immer zunehmend schon Produktionsstätten und Produktionsplätze, die tatsächlich komplett videoüberwacht sind, um eben zu dokumentieren, daraus zu lernen und auch für die Automatisierung das Futter letztlich zu generieren. Daran wird kein Weg vorbeiführen. Das ist ganz, ganz wichtig. Noch sträuben wir uns dagegen, den beim Engineering-Arbeitsplatz so eine Überwachung einzuführen. Als Forscher wäre das natürlich aus mehreren Gründen spannend. Aber wahrscheinlich wäre das einer der größten Hebel, der nicht so einfach umzulegen ist. Ja, was jetzt konkret und zum Engineering, zu einigen Use Cases vielleicht daraus. Und ich möchte das einmal kurz in 3 Stoßrichtungen unterteilen, was das fürs Engineering heißt. Das erste ist, und da müssen wir jetzt schon dran gehen, wir brauchen und wir können dedizierte Engineering Copilots schon längst entwickeln. Das heißt, Lösungen, wenn wir uns den Entwicklungsprozess, den Engineering-Prozess anschauen, dafür können wir für einzelne Prozesse, für Einzelteile doch schon längst Lösungen bauen und das müssen wir auch machen. Und ich habe da mal ein Beispiel auch mit dabei. Das kommt jetzt gar nicht von mir, sondern das ist ein Text zu CAD. Also es zeigt hier schon ein kleines Startup, was zeigt, dass man mit Texteingaben, mit Prompts tatsächlich CAD-Konstruktionen schon entwickeln kann. Das ist alles noch nicht in der Qualität, aber was wir zum Beispiel auch haben, sind Requirements-GPTs, die einen unterstützen, Requirements aufzunehmen, beziehungsweise vor allem die Vielzahl der bestehenden Requirements zu prüfen, Konsistenz zu checken. Also solche Copilots, solche Engineering-Copilots, da kann ich jedem nur nahelegen, da gibt es keinen Grund mehr zu warten. Schauen Sie sich Ihre Tätigkeiten an. Wahrscheinlich haben Sie einfach zu viele Use Cases aktuell, wo man sowas einsetzen kann. Und da stellt sich auch noch nicht die große strategische Frage dahinter. Strategischer wird schon für die zweite Säule. Denn in der zweiten Säule, da geht es um das sogenannte durchgängige Engineering oder auch Systems Engineering. Wir neigen gerade bei der Entwicklung eines Autos dazu, immer wieder von vorne anzufangen und dieselben Fehler auch zu wiederholen. Warum? Weil wir nach jedem Entwicklungsschritt eigentlich keine Optimierung, keine vernünftige Pflegedokumentation durchmachen. Und wir müssen es ja. Wir werden ja auch von außen dazu gezwungen, aber haben wir die Homologation bestanden, dann sind wir froh. Aber wollen wir solche Dinge wie digitalen Zwilling tatsächlich mal Realität werden lassen und in einem Zuge, dann müssen wir diese Modelle und die Daten im Engineering doch komplett von Material, auch für die Nachhaltigkeitsthemen, festhalten, dokumentieren. Und da haben wir offensichtlich Entwicklerinnen und Entwickler, die darauf nicht so viel Lust haben oder das nicht als primäre Aufgabe und vielleicht auch damit überfordert sind. Hier ist ein großer Hebel durch diese Lösung, diese Automatisierung zu verbessern und vor allem diese Automatisierung dann tatsächlich durch solche Lösungen zu machen. Ein Beispiel, wir machen sehr viel im Systems Engineering Bereich. Wir können komplette Systemarchitekturen eigentlich ableiten, wenn wir eine Anforderungsliste haben. Zum Beispiel jetzt auch eine sehr einfache für ein autonomes Fahrzeug. Das Sprachmodell, was dahinter ist, ist jetzt sehr, sehr, sehr simpel. Das ist ein Lama-Modell. Das heißt, das weiß im Prinzip natürlich, dass ein Auto aus 4 Rädern und dergleichen besteht. Aber Sie kriegen eine erste Architektur und Sie können natürlich das Ganze auch retrospektive machen. Das heißt, Sie nehmen Ihre ganzen Produkte, die Sie haben, all Ihre Daten und können das natürlich auch wiederum zurückzuspezifizieren und vielleicht auch mal rückwirkende Anforderungsliste aufsetzen, aufstellen, ob Sie vielleicht Sachen noch übersehen haben und Konsistenzen vielleicht noch da sind. Und Sie haben einfach eine unglaublich gute Traceability, die wir seit Jahren versprechen und seit Jahren, ich bin ja selber in dem Themenfeld täglich unterwegs, einfach nicht hinbekommen, nicht in diesem Maße, wie es eigentlich notwendig ist. Die dritte Stoßrichtung, die ich dort sehe, ist jetzt schon etwas strategischer. Und
das ist das Thema des Datenmanagements und auch des Operating Systems. Also immer die Frage, ja jetzt, welche Rolle spielen jetzt Sprachmodelle im Unternehmen? Und jetzt ganz konkret im Engineering IT, wie sieht eigentlich das Product Lifecycle Management der Zukunft aus und das PLM-System und wie können wir das nutzen? Das sind spannende Fragen und das ist natürlich eine strategische Frage. Ich kann sie auch so einfach nicht beantworten. Wird es eine LLM geben oder hunderte LLMs? Das sind alles Dinge, über die wir sprechen müssen. Aber dass LLMs den Kern vielleicht zukünftig und den Backbone, unser Engineering IT und vielleicht auch der gesamten Unternehmens-IT darstellen werden, davon bin ich überzeugt und darüber müssen wir auch nicht nur sprechen, da müssen wir auch aktiv werden und deswegen muss man sich mit dem ganzen Thema beschäftigen. Mein Beispiel, wir arbeiten mit allen Tool-Vendoren zusammen, die es im Engineering-Bereich gibt. Bei ADAS ist ein Partner von uns, da hat mal ein Kollege einfach mal ein ADAS-GPT gebaut, das wussten die gar nicht davon. Und das haben wir dann denen gezeigt, daraufhin haben wir erstmal eine Kooperation vertieft, weil ein leidiges Thema, das kennt vielleicht einer auch, wirklich eine eine Datenquelle wirklich zu finden innerhalb des PLM-Systems ist gar nicht so einfach. Und wir haben hier ein Natural User Interface, eigentlich so ein Chatbot gebaut, mit dem ich relativ einfach gute Datenmengen zu bestimmten Stichworten finden kann und das Ganze wirklich nur mit angebunden in dem PLM-System eigentlich von ADAS selber. Also da gibt es Möglichkeiten, relativ simpel und all das, was ich zeige, sind nicht die Projekte, an denen wir aktuell bei den Unternehmen bezahlt arbeiten, das darf ich nicht aktuell, sondern das sind tatsächlich einfach kleine kurze Demos, die zeigen, was man in wenigen Stunden vielleicht auch schon aufbauen kann. Und der letzte Punkt, der mir ganz wichtig ist, ich hatte meinen Sohn angesprochen, mit meinem Sohn habe ich das Ganze auch schon durchgemacht, weil ich der Überzeugung bin, dass diese Assistenzsysteme eigentlich dazu führen, dass das Ganze hier, wie nennt man es im Englischen, foolproof oder kinderleicht wird. Und mit dem will ich mal das ganze V-Modell, also eigentlich ein komplexes Thema, durchlaufen für die Entwicklung eines Lego-Roboters. Also er sollte Lego-Bausteine aufbauen, auch mit Lego gebaut werden. Das haben wir vor über einem Jahr gemacht, ganz zu Beginn. Da waren die Ketten noch nicht verbunden. Wir haben tatsächlich erstmal ein Priming gemacht, also ChatGPT die Rolle von Robbie gegeben. Also Robbie ist ChatGPT in der Rolle eines Unterstützers für so eine Entwicklung eines Roboters. Wir haben eine Anforderungsliste erstellt, Requirements abgeleitet. Wir haben tatsächlich Systemarchitekturen entworfen. Da sehe ich bei vielen industriellen Unternehmen nicht, dass die in der Lage sind, das in dieser Art und Weise zu machen, durchgängig mit Verhaltensmodellen. Wir haben automatisiert Testcases abgeleitet und wir haben sogar Konzeptvorschläge. Da hat ChatGPT mir sogar vorgeschlagen, wie vielleicht der Greifmechanismus ausschauen sollte. Das Ganze habe ich dann in ein anderes Tool überführt, um es zu visualisieren. Ich könnte jetzt, was ich Ihnen gezeigt habe, eine 3D-Modellierung daraus machen. Und das macht ein 8, in dem Fall, damals war es noch ein 8-Jähriger mit ein bisschen Unterstützung, aber tatsächlich hat er da viel Beitrag dazu geleistet. Und das ist natürlich schon etwas, was uns zeigen soll, wo geht die Reise dahin. Ja, und wo geht die Reise hin? Zum Abschluss. Das ist momentan schwierig. Das Tempo ist unglaublich groß. Jeder seriöse Wissenschaftler, Forscher und Experte sollte sich vor Hypothesen und Prognosen momentan, glaube ich, da Acht geben. Nichtsdestotrotz will ich einfach ein bisschen was zeigen, ein, zwei Sachen, die momentan natürlich im Umlauf sind. Und ich möchte die Aufmerksamkeit vor allem auf diese zwei Grafiken einmal kurz legen, denn sie zeigen, momentan sind wir an einem Punkt, wo die Dynamik extrem groß ist. Die ist wahnsinnig groß und wir sehen hier in diesen 3 Farben Unterscheidungen, was eigentlich als nächstes passiert. Das Blaue, das ist die Compute Power. Also die wird jetzt zunehmen, aber sie wird nicht exponentiell zunehmen, aber wir werden dadurch leistungsfähigere Systeme haben. Das Grüne ist das, was wir eigentlich schon wissen, was wir momentan in der Forschung an Lösungen eigentlich umsetzen müssen und an denen wir arbeiten. Das ist auch einigermaßen planbar. Und das Rote, das ist das sogenannte Unhobbling. Da wissen wir noch nicht genau, was passieren würde, genauso wie der Durchbruch mit den Jetpods nicht absehbar ist. Ist halt die Frage, kommen jetzt dann irgendwann die Agenten und werden die Agenten das nächste Unhobbling machen, wo wir einfach sprunghaft nochmal nach vorne gehen. Also wir wissen es nicht. Die Technologie ist wirklich im Umbruch. Und man muss aber eins berücksichtigen, das finde ich immer sehr schön, das habe ich auf Twitter gefunden. Tatsächlich in dem Thema kann man sich bei Twitter, YouTube am besten auch informieren, auch wir. Nicht bei Papern, die dauern zu lange, bis sie veröffentlicht werden. Wir wissen nicht, wo wir momentan stehen bei der gesamten Entwicklung, denn wir sind noch vor dem Wendepunkt. Ja, die meisten hier wahrscheinlich Mathe-Leistungskurs oder Mathe-Grundkurs gemacht und Kurvendiskussionen. Wir sind noch vor dem Wendepunkt. Wir wissen nicht, ob das Wachstum danach exponentiell ist, dieser Technologie, oder ob es eher logistisch ist und sich irgendwann abflachen wird. Das können wir nicht vorhersagen. Aktuell, wir sind komplett aber in dieser Steigung. Das spüren wir, das ist so. Und ich persönlich würde mir sogar wünschen, es wäre eher logistisch, denn wir hätten genug aufzuräumen und umzusetzen in den nächsten Jahren, vielleicht Jahrzehnten mit dem, was in den letzten 24 Monaten passiert ist.
damit bin ich eigentlich am Ende meines kurzen Impulses zu dem ganzen Thema. Ich ende eigentlich immer mit dieser Folie, die habe ich von einem Kunstdoktoranden aus England geklaut, aus einem Video von ihm, kann man sich anschauen, ist verlinkt, The Wizard of AI von Al Warburton. Und er nennt da drin eigentlich nur ganz kurz dieses eine Bild, was auch KI generiert ist, aber das ist weniger wichtig, und spricht aber ganz kurz von der Wonder Panic Condition. Und in dieser Wonder Panic Condition sollte jeder sein, der sich mit dem Thema beschäftigt. Und ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen reinversetzen. Sie sollten begeistert sein und sagen, jawohl, wir müssen was machen. Es gibt keinen Grund zu warten. Das ist vielleicht diese Wonder-Seite, aber auch ein bisschen Panik, ein bisschen Vorsicht von dem, was tatsächlich alles in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren auf uns zukommt bei dem ganzen Thema. Es ist massiv disruptiv. Ich selber bin überzeugt, das ist die größte Revolution, die wir hier durchlaufen. Und sie läuft noch viel zu leise, seitdem wir hier die Computer in die Unternehmen gebracht haben. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Und falls Sie nicht genug bekommen, wir haben noch einen kleinen YouTube-Kanal, da können Sie sich gerne auch nochmal informieren. Ansonsten bitte vernetzen Sie sich gerne per LinkedIn mit mir. Das ist der leichteste Weg. Ich danke für die Aufmerksamkeit.